stell dir mal folgende Situation vor. Also, du sitzt mit Freunden an einem Tisch. An einem großen Tisch? Genau. Und du erzählst einen tollen Witz. Einen Witz auf Deutsch. Oh, ein Witz auf Deutsch, das ist mutig. Ja, total. Deine Freunde hören dir aufmerksam zu. Sie warten. Und warten. Und dann? Tja, sie lachen einfach nicht. Oh nein, warum lachen sie nicht? Ist der Witz schlecht? Nein, der Witz ist super. Aber, das wichtigste Wort von deinem Satz fehlt noch. Ach so, es steht nämlich ganz am Ende. Ganz genau. Erst beim letzten Wort verstehen alle den Witz. Und damit, hallo, ein ganz herzliches Willkommen zu unserem heutigen ausführlichen Blick auf die deutsche Sprache. Hallo auch von meiner Seite. Wir freuen uns sehr. Schön, dass du da bist. Mach es dir gemütlich. Wir haben heute ein wirklich wichtiges Thema für dich. Wir sprechen über die Vergangenheit. Ein tolles Thema. Und wir machen das in sehr einfachen Sätzen. In kurzen Sätzen. Wir lassen uns auch viel Zeit beim Sprechen. Ganz langsam und deutlich. Richtig. So kannst du, also du als Zuhörer, jedes Wort genießen und du kannst direkt mitlernen. Das ist der Plan. Also, warum ist die Vergangenheit so wichtig? Wir alle wollen doch Geschichten erzählen, oder? Ja, jeden Tag. Man fragt sich, was hast du am Wochenende gemacht? Genau. Oder wen hast du getroffen? Ohne die Vergangenheit bist du stumm. Du kannst nichts erzählen. Das stimmt. Ein Tag ohne Vergangenheitsform ist, naja, wie ein Film ohne Ton. Oh, das ist ein gutes Bild. Ein Film ohne Ton. Du hast tolle Bilder im Kopf, du hast viel erlebt, aber du kannst diese Erlebnisse nicht mit anderen teilen. Und genau da helfen wir dir heute. Wir geben dir das richtige Werkzeug dafür. Wir schauen uns 2 verschiedene Vergangenheitsformen an. Richtig. Wir bauen auch zusammen Sätze. Schritt für Schritt. Und am Ende? Am Ende wirst du deine Erlebnisse ganz entspannt teilen können. Ganz sicher. Also, fangen wir an. Gut, Teil 1. Ich höre auf der Straße oft eine bestimmte Form. Beim Einkaufen oder im Café. Ja, genau. Die Deutschen benutzen beim Sprechen fast immer 2 Verben. 2 Verben gleichzeitig. Ah, du meinst Sätze wie ich habe gemacht? Genau das. Oder ich bin gegangen. Das ist das berühmte Perfekt. Das Perfekt ist unsere erste Vergangenheitsform. Das Perfekt. Es fühlt sich für mich oft an wie ein Sandwich. Wie ein Sandwich. Das musst du erklären. Naja, man hat 2 Brotscheiben. Eine Brotscheibe vorne Eine Brotscheibe hinten. und in der Mitte ist der ganze Belag. Der Käse, die Tomaten, alles. Das Bild mit dem Sandwich passt wunderbar. Das Perfekt braucht nämlich immer 2 Teile. 2 Teile. Die 2 Brotscheiben. Richtig. Diese Teile rahmen deinen Satz ein. Teil 1 ist das Hilfsverb. Das Hilfsverb. Es hilft uns also. Genau. Es hilft uns nur beim Bauen von dem Satz. Es hat selbst keine eigene Bedeutung. Das sind dann diese kleinen Verben. Also haben oder sein. Ganz genau. Haben oder sein. Das ist Teil 1. Und Teil 2 ist das sogenannte Partizip 2. Puh, Partizip 2. Das Wort klingt echt kompliziert. Ja, das klingt wie ein Fremdwort. Lass uns dieses Wort mal entzaubern. Das ist gar nicht so schwer. Überhaupt nicht. Es gibt da klare Muster. Genau. Ich sehe ein klares Muster bei den regelmäßigen Verben. Was machst du da? Ich nehme zum Beispiel das Verb machen. Ich packe ein G an den Anfang Okay, geh. und dann packe ich ein T an das Ende. Aus machen wird also... Gemacht. Ganz einfach. G plus mach plus T. Siehst du, das Prinzip ist bei regelmäßigen Verben immer gleich. Sie sind, sehr brav. Sehr brav, das gefällt mir. Was ist mit kochen Kochen wird zu gekocht. und spielen? Spielen wird zu gespielt. Hören wird zu gehört. Wahnsinn, das ist wirklich einfach. Aber naja, es gibt auch die unregelmäßigen Verben. Oh ja, die unregelmäßigen Verben. Die machen leider oft, was sie wollen. Sie ändern einfach ihren ganzen Wortstamm. Das stimmt. Sie sind etwas wilder. Oft behalten sie ein Ehen am Ende. Ein Ehen. Also nicht T. Nein, kein T. Aus sehen wird zum Beispiel gesehen. Ah, gesehen. Genau. Aus essen wird gegessen. Und aus trinken
wird getrunken. Getrunken, da ändert sich sogar der Vokal in der Mitte. Richtig. Du musst diese Form leider wie neue Vokabeln lernen. Das bedeutet ein bisschen Arbeit. Ja, aber keine Sorge. Dein Gehirn merkt sich diese Muster meistens sehr schnell. Okay, das Partizip haben wir verstanden. Aber mein größtes Problem ist das Hilfsverb am Anfang. Das kleine Wörtchen auf Position 2. Genau, ich stehe oft da und überlege, sage ich habe oder sage ich bin? Das ist ein sehr häufiges Problem. Ich rate dann einfach oft. Gibt es da eine feste Logik? Ja, die Logik gibt es. Lass uns mit sein starten. Okay, das Verb sein. Stell dir eine Reise vor. Du bewegst dich von einem Ort zu einem anderen Ort. Also eine Bewegung. Genau. Von A nach B. Bei so einer Bewegung benutzt du fast immer sein. Ich bewege mich, also sage ich bin nach Berlin gefahren Perfekt. oder ich bin in den Park gegangen. Sehr gut. Noch ein Beispiel? Ich bin nach Spanien geflogen. Super. Das Prinzip der Bewegung ist klar. Es gibt aber noch eine zweite Situation für das Wort sein. Oh, noch eine Situation. Ja. Stell dir einen Wechsel vor. Ein Zustand ändert sich komplett. Ein Wechsel vom Zustand. Hast du ein Beispiel? Ein gutes Beispiel ist der Schlaf. Du liegst im Bett, du schläfst. Mhm. Dann machst du die Augen auf. Du bist plötzlich wach. Das ist eine starke Veränderung. Ah, das ergibt Sinn. Ein komplett neuer Zustand. Richtig, Deshalb sage ich auf Deutsch, ich bin aufgewacht. ganz genau. Der Zustand hat sich geändert. Vom Schlafen zum Wachsein. Verstehe. Und bei fast allen anderen Verben nutze ich dann einfach haben. Exakt. Für die große Mehrheit der Verben nutzt du haben. Hast du da Beispiele? Ich habe ein Buch gelesen. Oder ich habe im Büro gearbeitet. Oder ich habe Abendessen gekocht. Es gibt hier keine Bewegung von A nach B. Richtig. Ich bewege mich nicht. Ich sitze vielleicht nur entspannt am Tisch. Genau so ist es. Ich teste das kurz. Ich teste das an einem Satz. Bitte schön. Ich sage, ich habe gestern Pizza gegessen. Mhm. Ich bewege mich beim Essen nicht von A nach B. Die Pizza bewegt sich vielleicht von meinem Teller in meinen Mund. Das stimmt. Aber ich sitze fest auf meinem Stuhl. Ich mache keine Reise. Also benutze ich haben. Das ist eine fantastische Erklärung. Wirklich toll. Aber 2 kleine Ausnahmen musst du dir noch merken. Oh nein, Ausnahmen. Ja, wichtig für den Alltag, die Verben bleiben und passieren. Bleiben. Aber bei bleiben bewege ich mich doch gar nicht. Ich weiß. Du bewegst dich nicht. Trotzdem nutzt du ihr Sein. Das ist ja total unlogisch. Ich bleibe auf dem Sofa. Ich bewege mich absolut null. Ja, das ist leider unlogisch. Du sagst trotzdem, ich bin zu Hause geblieben. Ich bin geblieben. Gut, das akzeptiere ich einfach. Das lerne ich auswendig. Und bei Problemen oder Unfällen sagst du, Was ist passiert? was ist passiert? Also auch mit Sein. Okay, verstanden. Super. Wir haben jetzt unsere Bausteine. Wir haben das Hilfsverb, wir haben das Partizip 2. Mhm. Die 2 Brotscheiben vom Sandwich. Genau. Jetzt müssen wir den Satz richtig bauen. Die richtige Reihenfolge. Weißt du, ich stelle mir den deutschen Satz oft wie einen großen langen Raum vor. Oh, ein Raum. Das ist ein sehr starkes Bild für die deutsche Wortstellung. Ja, pass auf. Das Hilfsverb ist der Türsteher. Der Türsteher am Eingang. Richtig. Er steht ganz vorne, auf Position 2 im Satz. Er hält die Tür offen. Mhm. Und das Partizip 2. Das Partizip 2 ist ein sehr schüchterner Gast. Ein schüchterner Gast. Wo steht der? Er steht ganz weit hinten, in der hintersten Ecke von dem Raum. Und dazwischen. Zwischen Position 2 und dem Ende. Dazwischen ist eine riesige Tanzfläche. Da ist unendlich viel Platz. Das ist ein geniales Bild. Auf diese Tanzfläche werfen wir alle anderen Informationen. Genau, alles, was in Sandwich der Belag ist. Wir füllen den leeren Raum mit spannenden Details. Der Türsteher bleibt stur auf Position 2 und das Partizip wartet brav hinten in der Ecke. Ich baue diesen Raum jetzt mal auf. Mach das. Ich habe gestern Nachmittag mit meiner besten Freundin im Park eine sehr leckere Pizza gegessen. Wow. Ein großer Raum. Ja, mein Hilfsverb habe steht direkt hinter dem Ich auf Position 2. Mhm. Und mein Partizip gegessen klebt ganz am Ende an der Wand. Alles andere feiert in der Mitte auf der Tanzfläche. Perfekt. Aber Achtung, dieser Raum ändert sich bei einer Frage. Oh, bei einer Frage. Was macht der Türsteher dann? Der Türsteher verlässt die Position 2, das Hilfsverb wandert ganz an den Anfang, auf Position 1. Ah, also,
Hast du gestern Pizza gegessen? Richtig. Das Wort hast macht die Tür jetzt von außen auf. Verstehe. Und was ist mit der Verneinung, wenn ich etwas nicht gemacht habe? Bei der Verneinung nutzen wir das kleine Wort nicht. Mhm. Wo steht das nicht auf der Tanzfläche? Dieses Nicht steht im Perfekt sehr oft direkt vor dem Partizip 2 am Ende. Oder es steht direkt nach dem Subjekt. Okay, lass mich das probieren. Ich habe gestern nicht gearbeitet. Genau. Das Nicht steht direkt vor der Aktion. Du weist das Arbeiten ab. Nicht gearbeitet. Super. Weißt du, wir können unseren Raum noch schöner dekorieren. Noch schöner. Wie das? Es gibt da so kleine Wörter, sie machen dein Deutsch sofort lebendig. Sie beschreiben den Zustand von einer Aufgabe. Ah, ich weiß, was du meinst. Das brauchst du im Alltag ständig. Ja, total. Im Büro will ich oft sagen, ob ich mit einer Sache fertig bin. Das erste kleine Wort dafür ist schon. Schon. Genau, schon zeigt einen Erfolg. Die Aufgabe ist komplett erledigt. Du kannst einen großen Haken dahinter machen. Okay. Ich habe meine Hausaufgaben schon gemacht. Sehr gut. Der Lehrer kann kommen, ich bin absolut sicher, ich habe sie schon gemacht. Das zweite wichtige Wort ist noch nicht. Noch nicht. 2 Wörter eigentlich. Ja. Das bedeutet, bis zu diesem Moment ist nichts passiert, die Aufgabe wartet immer noch auf dich. Zum Beispiel, ich habe das Badezimmer noch nicht geputzt. Es ist noch schmutzig. Leider, ja. Ich muss das heute Abend nach der Arbeit tun. Ich habe es noch nicht geputzt. Und das dritte Wort ist immer noch. Immer noch. Das bedeutet, eine Handlung läuft, sie dauert und dauert, sie nimmt einfach kein Ende. Oh, da habe ich ein gutes Beispiel. Ich habe an der kalten Haltestelle immer noch gewartet. Oh ja, der Bus kam einfach nicht. Genau. Das fühlt sich nach einer langen, frustrierenden Zeit an. Ich habe immer noch gewartet. Diese kleinen Wörter sind wirklich toll. Sie sind wie feine Gewürze im Essen. Sie geben dem Satz erst den richtigen Geschmack. Absolut. Gut, das war das Perfekt. Lass uns nun einen Schritt weitergehen. Wir verlassen jetzt den Alltag auf der Straße. Okay, ich muss dir dazu aber ein Problem schildern. Was für ein Problem. Ich versuche manchmal, sehr lange Geschichten auf Deutsch zu erzählen. Und Ich probiere das mal aus. Hör gut zu. ich höre zu. Gestern bin ich um 8 Uhr aufgewacht. Dann bin ich aufgestanden, dann habe ich Kaffee getrunken, danach bin ich zur Arbeit gefahren, dort habe ich lange E-Mails geschrieben. Puh. Ja, genau. Puh. Das strengt mich enorm an. Habe, bin. Ich klinge dabei wie ein kaputter Roboter. Ja, das stimmt. Das fließt überhaupt nicht. Es stockt total. Ich spüre deine Erschöpfung beim Sprechen. Das Perfekt ist wunderbar für kurze Infos. Für schnelle Antworten, ja? Genau. Für den Plausch beim Kaffee. Aber für sehr lange Geschichten ist es einfach zu schwer. Es hat zu viele Teile. Also das Sandwich ist zu groß. Richtig. Und hier kommt unser neues Werkzeug ins Spiel. Das Präteritum. Das Präteritum. Das ist diese einfache Vergangenheitsform, oder? Genau, die einfache Vergangenheit. Ich sehe diese Form fast nur beim Lesen. In gedruckten Büchern oder in alten Zeitungen. Und in Märchenbüchern. Es war einmal. Ja, es war einmal. Das Präteritum ist die klassische Erzählvergangenheit. Es macht lange Geschichten elegant, es macht sie flüssig und schnell, Warum ist das so schnell? weil wir den Türsteher aus unserem Raum werfen. Den Türsteher. Keine Hilfsverben mehr. Nein, kein Türsteher mehr. Also kein Haben, kein Sein. Die Tür steht leer. Genau. Wir brauchen haben und sein hier nicht mehr. Der Satz wird plötzlich viel kürzer. Aber, wie zeige ich dann die Vergangenheit? Das Verb selbst verändert sich. Es trägt die Vergangenheit direkt in sich. Okay. Wie funktioniert das bei unseren braven, regelmäßigen Verben? Ganz simpel. Wir hängen einfach einen T an den Wortstamm. Ein T. Aus Spielen wird spielte, Aha, aus Arbeiten wird arbeitete. verstehe. Ich spielte, ich arbeitete. Das klingt viel direkter. Keine 2 Verben mehr. Richtig. Und was machen unsere wilden, unregelmäßigen Verben im Präteritum? Sie sind wieder wild. Sie bauen sich komplett neu auf. Oje. Aus gehen wird ging, aus sehen wird sah. Ging, sah. Die Wörter sind ja total kurz. Ja, Aus Essen wird das sehr kurze Wort aß. wow.
Das erklärt mir so viel. Inwiefern? Naja, wenn ich einen deutschen Roman lese, sehe ich ganz andere Wörter. Ja, du siehst das Präteritum. Ich lese, er ging in das Haus, er sah die Frau, er aß den Apfel. Ganz flüssig. Niemand schreibt in einem Roman, er ist in das Haus gegangen, er hat die Frau gesehen. Das stimmt. Das Buch wäre am Ende doppelt so dick. Ja, ein ganzer Roman im Perfekt wäre eine Katastrophe. Für den Leser wäre es eine absolute Qual. Das Präteritum bringt einen schönen, schnellen Rhythmus in die Sprache. Das verstehe ich. Aber jetzt bin ich im Alltag ein bisschen verwirrt. Warum? Stell dir vor, ich sitze mit meinen Freunden im Café. Ich will eine längere Geschichte vom Wochenende erzählen. Was mache ich jetzt? Nutze ich nur das Perfekt? Dann klingst du wieder wie ein Roboter. Genau. Ich bin. Oder nutze ich plötzlich das Präteritum im Café? Dann klingst du wie ein altes Märchenbuch. Ja. Ich ging in das Café und trank einen Kaffee. Meine Freunde würden mich auslachen. Die Lösung ist hier eine sehr elegante Mischung. Eine Mischung? Ja, Muttersprachler mischen die beiden Zeiten ganz natürlich. Wir nennen das oft die goldene Mitte. Wie funktioniert diese goldene Mitte? Du nimmst das Präteritum für das harte Gerüst deiner Geschichte. Für das Gerüst, also für die großen Linien. Genau, für die Hauptaktion, die Dinge, die die Geschichte schnell vorwärts bringen. Okay. Und das Perfekt? Wo bleibt mein Sandwich? Das Perfekt nimmst du für die weichen Details, für die kleinen Kommentare danach. Ah, ich verknüpfe also die klare Buchsprache mit der lockeren Straßensprache. Exakt. Du mischst sie zusammen. Lass mich das an einem Satz versuchen. Gerne. Gestern spielte ich im Park Fußball. Das ist meine Hauptaktion im Präteritum. Spielte. Sehr gut, es klingt klar, es treibt die Geschichte voran. Jetzt hänge ich ein lockeres Detail an. Und danach habe ich ein großes Eis gegessen. Das Eis ist das kleine Detail im Perfekt. Perfekt kombiniert. Sag den Satz noch einmal ganz. Gestern spielte ich im Park Fußball und danach habe ich ein großes Eis gegessen. Das klingt hundertprozentig natürlich, so sprechen wir. Du baust eine Brücke zwischen der Handlung und deinem Erlebnis. Wow, das fühlt sich richtig gut an beim Sprechen. Aber sag mal, was mache ich mit der Reihenfolge in der Zeit? Wie meinst du das? Manchmal muss ich sagen, was ganz am Anfang passiert ist. Erst passiert Sache A und erst danach passiert Sache B. Ah, verstehe. Wir können das ganz simpel lösen. Ja, Wir holen einfach unser kleines Gewürz von vorhin zurück. Das Wort schon. das Wort schon hilft mir hier. Ja, es zeigt dem Zuhörer die Vorzeitigkeit. Okay, lass mich überlegen. Ich hatte schon gegessen, bevor ich spät ins Kino ging. Genau. Das Abendessen war komplett abgeschlossen. Erst danach bist du aus dem Haus gegangen. Hatte gegessen. Das ist dann das Plusquamperfekt, oder? Richtig. Das ist inhaltlich absolut korrekt. Wir haben hier kurz das Plusquamperfekt berührt. Okay, das Plusquamperfekt heben wir uns für einen anderen Tag auf. Gute Idee. Lass uns den Fokus wieder auf unsere lebendigen Geschichten legen. Ja. Wir haben jetzt Verben, wir haben Zeiten, wir haben große Räume für Sätze, aber, naja, nackte Verben sind trotzdem irgendwie langweilig. Eine gute Geschichte braucht doch Farben. Da stimme ich dir absolut zu. Nur trockene Aktionen zu nennen, ist langweilig. Ja, das ist wie das Vorlesen von einer Einkaufsliste. Aufstehen, essen, arbeiten, schlafen. Das fesselt absolut niemanden am Tisch. Niemanden. Alle schlafen ein. Eine gute Geschichte braucht deshalb 3 wichtige Elemente. 3 Elemente. Welche sind das? Sie braucht eine klare Zeitangabe, sie braucht das Wetter oder eine Beschreibung der Umgebung und sie braucht unbedingt Gefühle. Gefühle sind wichtig. Fangen wir mit der Zeit an. Zeitangaben geben uns einen klaren Rahmen. Richtig. Ich sage also nicht einfach nur gestern. Was sagst du stattdessen? Ich sage besser am frühen Nachmittag oder vor genau 2 Jahren im Sommer. Sehr gut. Der Zuhörer weiß so sofort, wo wir uns in der Zeit befinden. Er hat einen Rahmen. Und dann kommt die Umgebung. Du hast das Wetter erwähnt. Ja, das Wetter ist ein toller rhetorischer Trick. Beschreibe einfach die Luft. Es war strahlend sonnig. Genau. Oder es war dunkel und furchtbar kalt draußen. Brrr. Das erzeugt sofort bunte Bilder im Kopf von meinem Zuhörer. Absolut. Und dann fehlen noch die Gefühle. Emotionen verbinden mich direkt mit dem anderen Menschen. Ich kann sagen, ich fühlte mich an diesem Morgen unglaublich glücklich. Oh, das klingt schön. Oder das Gegenteil. Ich war an diesem Tag einfach nur sehr gestresst. Perfekt. Lass uns jetzt das große Finale starten. Oh, das Finale. Was soll ich tun? Baue mir eine kleine Geschichte. Okay. Nutze alle unsere gesammelten Bausteine.
Mische die beiden Zeiten, also Präteritum und Perfekt, Mhm. und fülle deinen großen Satzraum mit Details, mit Wetter und mit Gefühlen. Okay, ich bin mutig, ich setze alles zusammen. Hör gut zu. Ich bin bereit. Am Samstag wachte ich sehr spät auf. Hier nutze ich das Präteritum für die schnelle Aktion plus eine Zeitangabe. Sehr gut. Die Sonne schien hell durch mein offenes Fenster. Ah, dein Wetterdetail, auch fließend im Präteritum. Genau. Jetzt kommt das Sandwich. Ich habe danach lange und gemütlich mit meiner Familie gefrühstückt. Toll. Hier wechselst du entspannt ins Perfekt. Für diese familiäre Aktivität. Ja. Und weiter im Perfekt. Später habe ich meine alten Freunde in der Stadt getroffen und wir haben stundenlang gelacht. Noch mehr. Perfekt für diese schönen Details in der Mitte. Und jetzt der Abschluss. Ich fühlte mich am Abend einfach nur wunderbar entspannt. Wow. Mein Gefühl am Ende. Auch im Präteritum. Es schließt die Geschichte sicher ab. Ich klatsche gedanklich gerade sehr laut in die Hände. Das war fantastisch. Danke, das hat Spaß gemacht. Das war eine wunderbare kleine Reise. Deine Geschichte hatte eine klare Struktur, sie hatte eine warme Atmosphäre, Danke dir. sie klang wirklich wie direkt aus dem echten Leben gegriffen. Weißt du, die Grammatik verliert so wirklich ihren Schrecken. Wenn man die einzelnen Teile einmal versteht, macht das Bauen plötzlich richtig Spaß. Das freut mich sehr zu hören. Lass uns unsere Werkzeugkiste für heute langsam wieder schließen. Was nehmen wir als wichtigste Lektion mit? Also, für deinen Alltag auf der Straße nutzt du das perfekt. Genau, die 2 Verben. Du brauchst die Hilfsverben haben oder sein. Und du stellst das Partizip immer ganz an das Ende von deinem Satz. In die hinterste Ecke vom Raum. Richtig. Für eine Bewegung von A nach B oder für eine Veränderung nimmst du sein. Und für den großen Rest nehme ich fast immer haben. Perfekt zusammengefasst. Willst du ein Buch schreiben oder eine ganz lange Geschichte erzählen, dann nimmst du das Präteritum. Ohne Hilfsverb. Der Türsteher geht nach Hause. Genau. Es macht deine Erzählung geschmeidig und viel schneller. Und der wahre Zauber im Alltag liegt in der klugen Mischung. Die goldene Mitte. Verbinde die harten und die weichen Zeiten. Nutze konkrete Zeitangaben, beschreibe das Wetter und, ganz wichtig, zeige dem Hörer deine Emotionen. Genau. Und du als Hörer musst diese Dinge jetzt aktiv anwenden. Jeden Tag ein bisschen. Baue jeden Tag kleine Räume in deinem Kopf. Erzähle zum Beispiel deinem Spiegelbild am Abend von deinem Tag. Das ist eine tolle Übung. Fehler sind dabei völlig egal. Sie sind einfach nur wichtige Stufen auf deiner Lerntreppe. Sehr schön gesagt. Bevor wir uns für heute verabschieden, möchte ich dir aber noch einen faszinierenden Gedanken mit auf den Weg geben. Oh, ein Gedankenspiel. Ja, ein kleines Gedankenspiel für den Alltag. Man sagt oft, die Sprache, die wir sprechen, formt intensiv unser Denken. Das ist ein sehr weites Feld. Woran denkst du bei unserem Thema genau? Denken wir noch einmal an unseren großen Raum. An das deutsche Perfekt. Mhm. Wo steht das wichtigste Verb? Wo steht die eigentliche Aktion? In der hintersten Ecke. Ganz am Ende. Genau. Ganz am Ende. Stell dir vor, ich sage zu dir, ich habe gestern am späten Nachmittag mit dem netten älteren Mann aus der Nachbarschaft im großen Garten hinter dem Haus. Ja. Und? Was hast du gemacht? Tja, Du lässt mich völlig in der Luft hängen. Ich weiß noch immer nicht, was du überhaupt getan hast. richtig. Hast du mit ihm geredet? Hast du gegrillt? Hast du mit ihm getanzt? Genau das ist der entscheidende Punkt. Du wusstest es nicht. Du musstest geduldig warten. Stimmt. Du durftest mich auf gar keinen Fall unterbrechen. Wenn du mich früh unterbrichst, verpasst du die Aktion. Du verpasst den Sinn vom ganzen Satz. Oh wow, das ist ein interessanter Gedanke. Die deutsche Grammatik zwingt uns also förmlich zum Zuhören. Ja, wir müssen den anderen Menschen bis zur letzten Sekunde ausreden lassen. Das ist wahr. Macht das Deutsche perfekt. Die Menschen vielleicht unbewusst zu besseren, zu geduldigeren Zuhörern? Ein echtes Training in Geduld. Jeden einzelnen Tag. In jedem einzelnen Satz. Nimm diesen Gedanken gerne mit. Denk einmal kurz daran, wenn du das nächste Mal einen richtig langen deutschen Satz bis zum allerletzten Wort anhörst. Eine schöne Hausaufgabe für unsere Zuhörer. Wir bedanken uns von Herzen bei dir. Es war wunderbar, diese Zeit mit dir zu verbringen. Ich schließe mich diesen Worten an. Bleib mutig beim Sprechen, höre immer gut zu. Wir freuen uns schon auf das nächste Mal mit dir. Mach es gut, bleib neugierig und bis bald.